First Lady zu sein ist der härteste, unbezahlte Job der Welt, hat die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Richard Nixon einmal gesagt. Vielleicht ist es darüber hinaus auch einer der einflussreichsten Jobs der Welt. Eleanor Roosevelt zum Beispiel galt als graue Eminenz im Weißen Haus. Als ihr Mann Franklin D. Roosevelt sterbenskrank war, soll sie teilweise für ihn die Amtsgeschäfte geführt haben. Auch Nancy Reagan hatte eine wichtige Rolle im Zentrum der Macht. Als sich bei Ronald Reagan bereits Anzeichen seiner Alzheimer-Erkrankung zeigten, verteidigte die First Lady ihn gegen Kritik. Jetzt rückt Jill Biden ins Rampenlicht. Nach dem TV-Duell-Debakel ihres Mannes Joe Biden erklärt sie unbeirrbar: Wir werden weiterkämpfen. Und das, obwohl die Rufe nach einem Kandidatenwechsel bei den Demokraten immer lauter werden. Wer ist die Frau, die ihren Mann scheinbar unbeirrbar und um jeden Preis an der Macht halten will? Viktoria Grünenthal. Es sind Szenen und Worte, die nach Joe Bidens desaströsem Auftritt im TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump fast schon bizarr wirken. Jill Biden lobt ihren Mann überschwänglich für dessen von Aussetzern gespickte Performance. Joe, du hast das großartig gemacht, du hast alle Fragen beantwortet, du kanntest alle Fakten. Ein Auftritt, der die Gerüchteküche anheizt. Ist es in Wirklichkeit sie, die eigentlich das Sagen im Weißen Haus hat? Viele US-Amerikaner vermuten, dass Jill Biden, die als engste Vertraute des US-Präsidenten gilt, im Hintergrund die Fäden zieht. Der Zeitung Politico zufolge hätten Jill und Sohn Hunter Joe Biden dazu gedrängt, an seiner Präsidentschaftskandidatur festzuhalten. Noch zumindest sieht Amerika-Expertin Laura von Daniels allerdings keine aktive Einflussnahme. Jill Biden ist sicherlich eine selbstbewusste Frau. Sie ist Ärztin, sie ist eloquent. Ja, es ist sicherlich vorstellbar, dass sie ihn berät, dass sie über politische Fragen sprechen, dass sie über einzelne Entscheidungen sprechen, sicherlich auch über den Wahlkampf. Jill Biden wäre nicht die erste First Lady, die nicht nur zeremonielle Pflichten wahrnimmt, sondern auch einen großen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft hat. Als erste politische First Lady gilt Eleanor Roosevelt, die ihre eigenen Positionen auch öffentlich immer wieder deutlich gemacht hat. Auch Nancy Reagan hat die Politik ihres Mannes maßgeblich beeinflusst, indem sie beispielsweise dafür sorgte, dass dieser seine Rhetorik gegenüber der Sowjetunion abmilderte. Und Hillary Clinton etwa startete sogar ihre eigene politische Karriere. Michelle Obama schrieb nicht nur als erste schwarze First Lady Geschichte, sondern war auch dafür bekannt, die Reden ihres Mannes zu redigieren. Die Macht der Frau neben dem Präsidenten ist also nicht zu unterschätzen. Über weite Teile des 19. Jahrhunderts haben First Lady keinen politischen Einfluss gehabt. Sie haben ein wenig einen stilistischen Einfluss, auch einen Einfluss auf die Mode gehabt, wie die sehr junge Frau von Präsident Cleveland in den 1880er Jahren. Aber im 20. Jahrhundert hat sich das geändert und einige First Ladies haben dann wirklich auch in Sach- und in Personalfragen mitgesprochen. Das tut auch Jill Biden, die sich nun auch in der Vogue wieder politisch geäußert hat. Die Demokratie stehe auf dem Spiel, so die Worte der First Lady.